In diesem Video gehen wir ans Störfaktor-Limit. Wir testen den Spinlord Leviathan. Stecken wir zunächst die offensichtlichen Eigenschaften des Leviathan ab. Die Noppenköpfe sind glänzend und ungeriffelt, aber durch eine leichte Klebrigkeit dennoch griffig. Optisch schimmert das Gummi interessanterweise leicht anthrazitgrau. Die Noppen des Langnoppenbelages sind sehr elastisch und relativ weich, knicken also leicht um. Preislich ordnet sich der Belag, den es übrigens nur als schwarze, schwammlose OX-Variante gibt, bei knapp 21 € ein. Im Dotz-Test ist der Belag natürlich stark vom verwendeten Holz abhängig, scheint aber insgesamt relativ langsam zu sein. Zudem reagieren die Noppen leicht auf Effet. Beim lockeren Einkontern müssen die Bälle mit geöffnetem Schlägerblatt nach vorne gedrückt werden. Dabei wird bereits ein ordentlicher Störeffekt erreicht, der beim Gegenüber für viele Fehler sorgt. Unbedingt einfach zu spielen sind offensive Schläge aber mit dem Leviathan nicht, auch wenn es hier in unseren Szenen so den Anschein erweckt. In unserem Test stieg die Anzahl der Fehler auf beiden Seiten somit zunächst stark an. Somit bewahrheitet sich einmal mehr die Tatsache, dass ein hoher Störeffekt auch mit einem erhöhten Kontrollverlust einhergeht. Etwas aktiver gespielt steigt der Störeffekt allerdings markant an. Früh genommene Druckschubs erzeugen trudelnde, verspringende Bälle, die für den Gegner nur schwer einzuschätzen sind. In den meisten Fällen dürften diese Schläge also zum direkten Punkt führen. Die hohe Effizienz führt demnach dazu, dass die Ballwechsel tendenziell eher kurz ausfallen. Schwierig bzw. anspruchsvoll wird es, wenn der Gegenüber den Ball zurück auf den Tisch bringt. Denn dann kommt man mit dem Leviathan aufgrund seiner hohen Winkelanfälligkeit leicht selbst in Bedrängnis. Generell liefert der Belag bei aktiven Schlägen einen wirklich flachen Ballabsprung, sodass die Bälle hier eher im Netz landen, anstatt über den Tisch hinausfliegen. Auch bei Seitwischern bietet der Leviathan unangenehme Flugbahnen. Schauen wir uns die Sache in der langen Abwehr an. Generell erreicht das Gummi hier ein durchaus ordentliches Unterschnittniveau. Mit dem gewissen Händchen und einem eher frontalen Balltreffpunkt gelingen dabei auch sehr giftige und flache Flugbahnen. Bei tangentialen, sehr langen Bewegungen steigen die Bälle teilweise etwas hoch hinaus und sind dabei auffallend langsam, insgesamt aber für den Gegner nicht zu unterschätzen. Zurück in Tischnähe geht es nochmal an den Hackblock, bei dem die Schnittumkehr wirklich enorm ist. Früh über dem Tisch genommene, eher passive Hinhalteblocks sind ebenfalls spielbar, erfordern aber einen wirklich genau passenden Winkel.
Unser Fazit fällt abschließend wie folgt aus. Der Leviathan bietet im tischnahen Spiel höchsten Störeffekt und hohe Effektivität für Spieler, die viel trainieren und das gewisse Händchen mitbringen. Auf der anderen Seite muss man dafür verständlicherweise niedrige Kontrollwerte in Kauf nehmen. Generell dürfte sich dieser Belag unserer Meinung nach sicherlich am Limit des aktuell Machbaren in Sachen OX-Störnoppe bewegen.